mein Vorgänger, das war vor 7,5 Jahren, der war ein absolutes Excel-Genie. Der hat ganze VBA-Makros und Excel-Bomben gebaut und das war Mhm. sehr schön dargestellt. Aber mir war bewusst, so ein tiefes Know-how in Excel selber werde ich nie erlangen. Falls dort irgendwas mal zerschießt, dann bin Feuer und Flamme für das KI. Früher habe ich immer gedacht, ich brauche eine Sekretärin für gewisse Dinge und heute erledigt das die KI für mich mit 2, 3 Klicks und ich kann die nebenbei arbeiten lassen. Also die Unterstützung, die ist sehr gut. Bevor wir starten, erzähl uns doch mal, was macht eigentlich FFA und, was ist deine Rolle und wie sieht so ein typischer Tag in der Fertigungsplanung aus? Die Fensterfabrik Albiseden, die gibt es seit 1935. Wir machen Fenster aus Holz, Metall hauptsächlich und auch Holzfenster. Hier in der Stadt Zürich sind wir groß geworden und haben dann irgendwann also das heißt irgendwann 2015 haben wir einen Produktionsstandort aufgemacht in Deutschland, in Eschbach. Mhm, Und dort haben wir die Metallproduktion aufgezogen. Die wurde von Zürich nach Deutschland verlagert und ja. danach sind wir auch stetig weitergewachsen und dann wurde auch die Stadt Zürich irgendwann zu klein und wir haben den Produktionsstandort Zürich ins Glarus verlegt und den gleichzeitigen Standort in Deutschland ausgebaut mit einem großen Maschinenpark, mit einer HOMAG CNC und der Teil wurde auch vergrößert. Wir fertigen jetzt komplette Mhm, Holz-Einzelteile in Deutschland und ganze Aluminiumschalen ebenfalls in Deutschland. mhm. Danach kommt das ganze Material nach Glarus und wird dort zu den Vierecken verarbeitet mit Lack, Beschlägen, Glas, Gummidichtungen und was alles dazugehört. Das Also, ist das ist ja schon 'ne ziemliche Herausforderung. Jetzt hast du ja 2 Standorte, die, miteinander kooperieren und, entsprechend zusammenarbeiten müssen. Das ist natürlich planerisch schon 'ne ziemliche Herausforderung, denke ich mal, oder? das ist es in der Tat, denn die Zentrale ist nach wie vor hier in Zürich, wo ich jetzt sitze. Das heißt, ich verwalte beide Standorte. Ich muss schauen, dass beide Standorte genügend Arbeit haben, aber dass auch die ganzen Zulieferanten dann zum richtigen Zeitpunkt ihr Material bringen. Es bringt mir herzlich Mhm. wenig, wenn ich jetzt in Deutschland Vollgas laufen lasse. Ich habe alle Holzteile und am Schluss fehlt mir die Farbe oder der Beschlag in Na Glarus klar. wiederum. Ich muss das immer sauber unter einen Hut bringen. Ja, klar. Da nützt Planeos sehr viel. Ja. Wie habt ihr denn vor Planius, eigentlich dann geplant? War das so der Klassiker, also wir planen mit Excel oder war es 'ne Zurufplanung oder, mit den ERP-Bordmitteln? Wie kann ich mir das vorstellen? Es war, eine klassische Excel-Planung. Mhm. Früher konnte ich auch in die Halle nach unten gehen und ich habe da Listen aufgehängt, wo die Mitarbeiter ihre Aufträge abhaken konnten. Dann bin ich 2 bis dreimal die Woche runter, habe die Listen eingesammelt Mhm. und meine Excel-Liste aktualisiert und dann die neue Liste wieder ausgedruckt und wieder runtergebracht und aufgehängt. Mhm. Das ist Mhm. dann hat immer diesen Tonus gegeben. War ein schöner Austausch mit den Mitarbeitern, der findet auch heute noch statt, Ja. aber trotzdem sind es dann andere Dinge. Gut, also aber das hat dann 'ne ganze Zeit ja auch dann gut funktioniert wahrscheinlich. Was war denn dann so eigentlich der Auslöser, dass du gesagt hast: „Oh, wir müssen was ändern. Wir brauchen irgendwie jetzt dann doch eine digitalisierte Planung oder ein Tool, das mir wirklich so hilft, dass mein Leben ein Stück weit einfacher wird?“ Also, ich sage mal, mein Vorgänger, das war vor 7,5 Jahren, der war ein absolutes Excel-Genie. Der hat ganze VBA-Makros und Excel-Bomben gebaut und das war Mhm. sehr schön dargestellt. Die durfte ich dann übernehmen, konnte mit Mhm. denen weiterarbeiten, aber mir war bewusst, so ein tiefes Know-how in Excel selber werde ich nie erlangen. Falls dort irgendwas mal zerschießt, dann kann ich das nicht mehr so sauber reparieren Mhm. und ich war nebenbei immer auf der Suche nach Alternativen, die trotzdem 'n bisschen eleganter und flexibler sind als eine Excel-Liste. Und Ja. ich habe das liebe Internet durchforstet. Ich bin mit dem Internet groß geworden, viele Varianten getestet, von fensterinternen Softwareprogramm 3E zu Class zu Microsoft, und irgendwann bin ich auf Planeos gestoßen und was mir da einfach sehr gefallen hat, ist halt ich war sehr ein Google-Freund immer früher. Das ist diese Mhm. Oberfläche sah sehr Google Look-alike und hat sich auch einfach so das Drag and Drop und so, da bin ich einfach 'n Riesenfan davon. Mhm. Okay. Also, die Das Usability war so 'n Thema für dich.
tatsächlich. Absolut, genau. Also neben dem Thema, ich werde das Excel-Monster los, das ich nicht wirklich beherrsche, weil mir einfach das Know-how fehlt, was der Kollege schon vorbereitet hat, war jetzt das Mhm. Thema Usability dann auch etwas, was dich dann auch getriggert hat. Wenn du jetzt so überlegst, wir haben ja Planeos dann eingeführt und ich glaube, das ging auch relativ zügig, relativ flott. Da kannst du ja Mhm. sicherlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du das Onboarding erlebt hast, welche Stolpersteine es da vielleicht gab oder welche Herausforderungen du dann noch bewältigen musstest gemeinsam mit uns, wie sich das so für dich dann positiv darstellt, jetzt auch im heutigen Umgang mit Planeos. Ja, also es war von Anfang an eigentlich recht simpel. Die Stammdaten habe ich selber aufgebaut. Die hat mich damals sogar noch unterstützt mit einem Excel-Makro, das ich heute noch im Einsatz habe. Oha. Aus meinem 3E-Software, Fenstersoftware, kann ich prima Tabellen rauslassen und diese spiele ich einfach in diese Excel rein und mache per Makro kann ich die direkt importieren. Wurde mir auch von euch zur Verfügung gestellt. Mhm. Und auch heute, wenn ich Fenstersysteme ändere, Arbeitsgänge anpasse, dann finde ich mich eigentlich inzwischen sehr gut zurecht in diesen Stammdaten, um das anzupassen. Mhm. Und der Vorteil ist halt ganz klar, früher haben wir auch alle Pläne auf Papier gehabt. Heute habe ich Bildschirme oder Tablets an den Arbeitsstationen. Ich kann dort die Unterlagen über die Workbench hochladen Mhm. und wenn ich merke, hey, da braucht es noch mal eine Anpassung, dann nehme ich die wieder runter, passe die Unterlage an und lade sie wieder hoch. Also Mhm. das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass ich die Arbeitsunterlagen so verwenden kann oder hochladen. Das war damals, hatte die das tatsächlich noch nicht, Mhm. als ich zu Planeos kam und war einer meiner Wünsche, wenn ich zu Planeos komme, dann brauche ich das. Ob ihr das jetzt wegen mir umgesetzt habt oder nicht, aber es hat sich gut angefühlt, dass ich es gemacht habt und das war auch so ein: „Hey, ich habe einen Wunsch, ihr setzt es um.“ Also, das war auch sehr schön zu sehen in dem Moment. Mhm. Ja, der Und Kunde ist König, wie man so schön sagt, ne? Nein, aber tatsächlich, das war schon eine gute und wichtige Anforderung, die du auch da gestellt hast. Und natürlich hilft uns das natürlich, diese Umsetzung auch bei anderen Kunden, mhm, logischerweise. Aber tatsächlich eigentlich so der große Benefit, das höre ich jetzt gerade so raus, ist natürlich, du kannst dir diesen Austausch der Excel-Listen, der Arbeitspläne, kannst du dir im Grunde, das ist jetzt digitalisiert, das heißt, das spart im Grunde ein Stück weit Zeit, bis das Ganze ausgetauscht ist oder wenn jetzt eine Planänderung kommt, mhm, dass du den Austausch eben schnell durchführen kannst. Die Daten sind einfach sofort verfügbar. Spart natürlich schon eine gewisse Zeit. Neben dem, was hat sich so für dich so wirklich messbar verändert? Hast du jetzt so ein Stichwort Liefertreue zum Beispiel oder die ja. Durchlaufzeiten. Hast du da Erfahrungswerte, wie sich da vielleicht Planeos positiv bemerkbar gemacht hat für euch? Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann halt einen Auftrag an den entsprechenden Workbench so schieben, wie ich das Material kriege. Gerade in der heutigen Zeit oder jetzt, also wirklich heute, kurz vor Sommerferien, sind Mhm. Lieferanten derart ausgebucht, ausgelastet und dann, wenn ich das Glas auf einmal 2 Wochen länger Lieferfrist habe und ich weiß, ich muss meine Glaserei auslassen, dann kann ich diese Termine dort einfach per Drag and Drop im Gantt-Diagramm schieben und sehe sofort, wo ich wieder eine Lücke habe Mhm. in der verschiedenen Arbeitsstationen und kann dementsprechend avisiere ich auch den Werksmeister und sage: „Pass auf, du wirst eine Lücke haben, schau bitte rein.“ Und er kann dann direkt beginnen, das Personal umzuschwenken, um andere Arbeiten auszuführen, die man hat immer genug Arbeit. Man muss einfach dann bisschen im Vorfeld kann man so schon Okay. mal planen: „Ah, ich werde 'ne Woche keine Glas haben, also kann ich die Jungs nehmen und da rüberstellen.“ Mhm. Oder Rahmenmontage oder Presse. Es geht auf alle Arbeitsstationen, kann ich das Mhm. wunderbar anwenden. Okay, also das ist wirklich so das Thema Transparenz. Was passiert jetzt gerade und welche Auswirkungen haben jetzt irgendwelche Terminverschiebungen oder vielleicht ist das Material auch mal eher da, dass man auch eher starten kann. Das Mhm. ist also im Grunde wirklich dann so der Benefit, den du hast, dass du wirklich täglichen Geschäft wirklich schneller reagieren kannst und viel schneller die Information, ja, verarbeiten kannst. Da kommt dann die Liefertreue natürlich ins Spiel. Ich sehe dann eben, ich kriege das Glas erst in 10 Tage. Ich weiß, ich habe meine Arbeitsgänge, die Dauer hinterlegt, kann so umpflegen und sehe dann wieder, dann werden wir dann und dann fertig sein oder mit dem nächsten Arbeitsgang beginnen können.
Mhm. Da kann ich Termine angeben. Ja, jetzt hattest du ja eingangs schon, gesagt, dass du auch so das Thema externe Lieferanten natürlich hast, die du auch irgendwo ein Stück weit steuern musst. Dann nutzt du wahrscheinlich auch Planeos, um entsprechend die Lieferanten mit Informationen zu versorgen, wann du auch das Material brauchst, oder liege ich da falsch? Nein, da liegst du in der Theorie liegst du richtig, aber heute ist gerade eben eine Zeit, da kommt der Lieferant eh nicht hinterher und wir warten nur auf das Material. Hm, Das okay. heißt, ich bestelle und ich brauche sofort, das ist mehr, dass ich Stand heute ist, ich muss mehr meine Workbench verteilen, aber wenn es dann wieder Richtung Herbst geht oder so, dann wird wieder der Lieferant der Schnellere sein und dann wird das Spiel wieder umgedreht. Also, ich Mhm. muss dieses Sinn in beide Richtungen spielen, dieses Spiel. Okay, okay. Aber das heißt ja auch, dass du so Themen hast, Material kommt zu spät. Du musst ja wirklich auch dann eigentlich tagtäglich wahrscheinlich auch umplanen, logischerweise, ne? Mhm, mhm. Das ist also schon wichtig für dich, dass du das auch möglichst einfach und, ja, komfortabel auch hinbekommst, ne? Das ist sehr wichtig und vor allem, dass Ja, man es dann auch sieht auf dem Bildschirm oder auf dem Papier oder wo auch immer. ja. Das Jetzt haben wir ja, das war ja auch schon, da haben wir beide uns ja dann schon, damals unterhalten. Da ging es um das Thema, wie können wir die beiden Werke auch zusammenbringen, also die standortübergreifende Planung. Ich weiß, dass du seinerzeit nach einer Lösung gesucht hast, und wir haben dann, glaube ich, das Thema Baugruppen, uns mal angeschaut, und das war für dich, glaube ich, auch so 'n kleiner Meilenstein, dass du das eben nutzen konntest, um, ja, die beiden Standorte wirklich miteinander zu verknüpfen. Ähm, genau. Wie ist das denn von den Kollegen sagen wir, in beiden Standorten überhaupt angenommen worden? Dass plötzlich da 'n Stück Software entsteht und jetzt kommen da die Daten digital hin und ist dann standortübergreifend. Da gibt's ja, früher hat man wahrscheinlich haben die Standorte miteinander telefoniert oder per E-Mail sich, ausgetauscht, Mhm. und jetzt ist das plötzlich alles digitalisiert, so da geht da so 'n bisschen, Kommunikation in eine ganz über 'ne ganz andere, ja, über 'ne ganz andere Ebene, findet die ja statt. Wie hast du da so die Erfahrung, oder was für Erfahrungen kannst du uns da mitgeben, wie das Ganze funktioniert hat? Also, der Start hier in der Schweiz, in der Fensterfabrik, der war am Anfang schon sehr ungewohnt für die Leute. Sie haben sich schwer getan, die Workbench ordnungsgemäß zu bedienen, dass man oder nachvollziehen zu können, wie wichtig es ist, dass sie auch die richtigen Zeiten und Stückzahlen hinterlegen, einen Unterbruch melden. Aber ich sage, es hat sich jetzt eingependelt. Ich habe noch 2, 3 Kandidaten, die halt wirklich älteren Semesters sind, die sich heute noch damit schwierig tun. Mhm. Aber sonst ist es eigentlich sehr gut angenommen und der Standort in Deutschland, der war ja schon länger sensibilisiert. Da gehe ich regelmäßig hin, habe gesagt: „Passt auf, ich baue das jetzt in der Schweiz auf. Ihr werdet auch dran kommen.“ Grundsätzlich war mehr so die Vorfreude zu spüren: „Hey, wir kriegen das auch.“ Aber die erste Umstellung hier in der Schweiz war so: „Wieso müssen wir uns umgewöhnen?“ Es braucht halt 'n bisschen Zeit, so ein Prozess. Mhm, mhm. Ja, ist im Grunde etwas, was wir natürlich auch bei anderen Kunden entsprechend dann auch erfahren, dass, die Planer oder diejenigen, die ja direkt im Projekt beteiligt sind, die sind meistens sehr, sehr agil und natürlich auch sehr happy, dass sie plötzlich ein Planungssystem haben, aber das Ganze dann in die Breite zu bringen, da kostet es, auch ein bisschen Überredungskunst, Mhm. dann die Leute auch dann an Bord zu kriegen. Wenn du jetzt so Planeos heute, dir anschaust, wie du es heute nutzt, kommen wir so zum kritischen Teil, wenn man so will. Wenn du Planeos heute so anschaust, bist du vielleicht glücklich damit, aber wo siehst du eigentlich Herausforderungen, die jetzt auf dich in Zukunft einprasseln, wo Planeos vielleicht auch noch nachlegen muss? Also, es gibt so ein schönes Buzzword, KI zum Beispiel, Mhm. ist ja in aller Munde. Wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema KI, aber ist das etwas, wo du sagst: „Das wird mich auch irgendwann treffen“, oder, siehst du das eher als: „Na ja, da wird viel drüber geredet, aber ich brauche es halt noch nicht?“ Wie du schon sagtest, die sagen wir so Planer und so, die sind sehr agil. Ich bin mit dem Internet groß geworden. Ich bin Feuer und Flamme für das KI. Ich Mhm, bin hier persönlich an meinem Arbeitsplatz top ausgestattet. Ich habe mir fast jede Lizenz und jeden Agent geholt, den es gibt. okay. Also, wenn Planeos da Sachen nachliefert, dann bin ich da voll into it. Mhm, Es Ich stelle mir die Umsetzung aber doch sehr nicht schwierig vor, aber es ist wohl überlegt. Gewisse mhm. Punkte muss man es bestimmt sehr wohl überlegt haben, aber es wäre sicher ein sehr spannendes Thema, Mhm. weil ich merke selber, wenn man sich damit beschäftigt, was es alles möglich ist, der Breitband ist so groß, aber man muss doch die richtige Schiene erwischen. Schön. Ich meine, das war jetzt so ein bisschen 'n Schuss ins Blaue, aber tatsächlich ist es jetzt,
ist es tatsächlich so, dass wir mit Planeos haben wir praktisch MCP-Konnektoren gebaut. Das heißt, wir können zum Beispiel heute schon mit dem Claude Anthropic könnten wir zum Beispiel Planeos schon anzapfen. Mhm. Das heißt, du wärst jetzt für uns eigentlich so ein Kandidat, wo wir sagen können, da können wir uns mal so ein bisschen die Nase, ja, die Nase mal reinstecken bei euch Mhm. mit Planeos und mit KI und mal so deine Erfahrungswerte dann mitnehmen, weil ich sage mal, man kann viel am grünen Tisch programmieren und entwickeln, aber der User muss es natürlich dann sinnvoll nutzen. Also da sollten Mhm. wir uns mal wirklich drüber unterhalten. Ähm, Wie siehst du überhaupt so deine Rolle im Unternehmen als Planer? Was würdest du sagen, wie verändert sich das auch für dich in Zukunft? Wie es sich verändert, also, sagen wir so, durch die KI oder irgendwas fühle ich mich nicht bedroht oder Mhm, es ist immer noch sehr viel Erfahrungswert gefragt. Gerade, ich sage mal, in dieser Branche, ich kann jetzt von dieser Branche sprechen, ein Fenster ist nicht gleich Fenster. Meine Rolle oder für den Kunden und für unsere Mitarbeiter, die Projektleiter, wird es immer wichtiger, dass sie genau wissen, wann ihre Fenster wirklich kommen, dass wir immer genauer werden mit den Terminen. mhm, Das ist einer mhm, der Hauptansprüche, die ich die letzten Monate immer stärker spüre. mhm. Okay, also eigentlich wirklich so eine Art, ja, wirklich Steuerer und eigentlich Projektkoordinator, wenn man so will, der wirklich hinter den Mhm. Terminen hinterherjagt, ne? Ja. Genau. Also, ich denke mal, das ist wirklich so etwas, das wird sich auch über die Zeit verändern, auch gerade wenn jetzt das Thema KI jetzt auch hochkommt. Auch ich glaube, auch da wird sich eben so viel verändern, dass die Tools vielleicht im Hintergrund schon agieren. Also, es gibt auch dieses Thema Agentic AI, aber ich Mhm. denke mal, am Ende wirst du als Mensch immer noch irgendwo draufschauen müssen und dann im Grunde auf zwar mit Unterstützung, aber wirklich du bist eigentlich derjenige, der dafür die Verantwortung dann trägt, ne? Ja, die Unterstützung nehme ich liebend gerne. Ich mache heute schon so viel damit, wo ich wirklich früher habe ich immer gedacht, ich brauche eine Sekretärin für gewisse Dinge und heute erledigt das die KI für mich mit 2 3 Klicks und ich kann die nebenbei arbeiten lassen. Also, die Unterstützung, die ist sehr gut, aber am Ende braucht's, wie du sagst, immer noch jemand, der das noch mal prüft und absegnet. So ein bisschen so Richtung Ende unseres Gesprächs mal blickend. Was sagt 'n euer Management dazu, dass du Planeos nutzt zum Beispiel? Stehen Sie voll dahinter oder sagen Sie: „Na ja, ein weiteres Tool, aber sehen Nein, den es Sie ist nicht?“ mein Tool und ich habe das eingeführt. Mhm, Da steht eigentlich jeder dahinter. Es wird oft mal wieder gefragt, ob man es noch weiter ausbauen kann. Es mhm, sind eher mehr Bedürfnisse da, mhm. als dass es irgendwie Okay. kritisch hinterfragt wird. Ja, okay, toll. Wenn du von mehr Bedürfnissen redest, ja, das bringt mich zu der Frage, was wünschst du dir noch von Planeos? Was gibt es da noch so an Themen, die sag mal, neben dem, was wir gerade Thema KI, was wir gerade besprochen haben, was gibt es da noch so an Themen, die dich tatsächlich reizen, wo du sagst: „Ja, da wäre es vielleicht ganz gut, wenn es da so ein Feature gäbe in Planeos?“ Ein Feature per se ist es nicht, was ich schon in Betracht ziehe. Ich habe mal damit begonnen, da habe ich's wieder verworfen, aber wollte wie ich habe jetzt ein Tool, mit der ich die Produktion steuern kann, verschiedene Aufträge. Mhm, Diese verschiedenen Aufträge werden von den verschiedenen Subunternehmen von uns montiert, dass man das quasi weiterbrechen kann auf Montagetruppen oder so, dass man das mhm, diese damit gerade auch noch einplanen kann. Quasi mhm. Produktion ändern, dann geht's weiter in die Ja, Montage okay. und dann werden da auch teilweise stockwerkweise, aufgangweise montiert, dass man da das dann beginnt dort einfach noch weiterziehen kann, bis das fertig montiert ist, bis der Mhm. Auftrag abgeschlossen ist. Okay, also eher also nicht weg von der Produktionsplanung, nein, die bleibt erhalten, aber eher Richtung Denkweise Richtung Projektplanung, also Bauprojekt, Mhm, das wirklich von A bis Z dann durchgeplant wird. Mhm. genau. Spannend. Und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass du uns mal so deine Erfahrungswerte mitgegeben hast. Dafür Dankeschön, Michael.